Wir wurden von Superman gerettet und das in Superman-Geschwindigkeit, und dass das genau da passiert, stand bei uns schon lange auf der Bucketlist, und ihr könnt das selber auch erleben. Dafür müsst ihr nur eine bestimmte Achterbahn fahren. Welche Achterbahn das ist, warum das so ist und wie das funktioniert, das alles jetzt in diesem Video. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Video Magazin in einem neuen Video meinerseits, und heute reden wir über Superman Escape, und das ist für uns eine Achterbahn gewesen, oder für mich auf jeden Fall, die ich unbedingt mal fahren wollte, die schon was älter ist, trotzdem ein paar Besonderheiten hat, super spannend ist und Storytelling auf jeden Fall für mich sehr gut umgesetzt hat. Superman Escape wurde 2005 eröffnet. Hersteller dieser Achterbahn ist Intamin Amusement Rides aus Liechtenstein. Das Ganze ist ein sogenannter Accelerator Coaster, also ein hydraulisch abgeschossener Coaster. Und bei einem Hydraulik-Coaster ist es so, dass ein riesiger Hydraulikmotor ganz schnell ein Stahlseil aufwickelt. Der Clou bei dem Ganzen: an dem Stahlseil hängt ein Achterbahnzug und dann geht es ganz schnell raus. Ganz schnell bedeutet im Fall von Superman Escape von 0 auf 100 km/h in 2 Sekunden. Das finden übrigens ziemlich viele Leute ziemlich cool, und so haben 2024 448.692 Personen sich gedacht, yo, Superman Escape fahren wir. Die Achterbahn ist 40 Meter hoch an der höchsten Stelle. Eine Längenangabe gibt es nicht, aber sowas um die 3 Meter. Gekostet hat die Achterbahn 12 Millionen australische Dollar. Und es gibt auch noch so ein paar Sachen, die ihr vielleicht wissen müsst, wenn ihr euch entscheiden wollt, ob ihr die Bahn fahren könnt, wollt oder dürft. Auf jeden Fall Superman Escape barrierefrei. Es gibt die Möglichkeit von Baby Switch, also dass ihr als Eltern, einer stellt sich an, einer passt aufs Kind auf. Wenn der eine gefahren ist, kann der andere sofort auch fahren und dann aufs Kind aufpassen. Es gibt On-Ride-Fotos, die man sich kaufen kann, und es gibt auch die Möglichkeit, sich einen Fast-Track zu kaufen, um die Warteschlange zu überspringen. Die einzige Voraussetzung ist, ihr müsst mindestens 140 cm groß sein, dürft aber nicht größer als 196 cm sein und müsst eine gelbe Linie an eine bestimmte Stelle gezogen bekommen. Und zwar gibt es bei diesen Accelerator Coastern so eine Art Schulterbügel. Habt ihr vielleicht bei Desert Race im Heidepark schon mal gesehen. Das ist ein ziemlich unflexibler, breiter Schulterbügel. Dort kommt auch ein Gurt vorne rein. Und der Gurt alleine entscheidet aber nicht, dass ihr fahren dürft, oder ein geschlossener Bügel mit einer Freigabe, sondern man hat sich in diesem Freizeitpark gedacht, wir nähen in den Gurt eine gelbe Linie ein, und diese Linie, die muss rausgezogen sein. Die darf nicht irgendwo am Gurtschloss sein, sondern die muss man deutlich sehen können. Nicht den roten Zipfel, der an den Gurten dran ist, so wie das mal gedacht wurde, sondern man hat sich gedacht, ne, hier gibt es nochmal die extra Portion Sicherheit obendrauf. Die macht keinen Sinn, aber wir wollen sie trotzdem umsetzen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wo ist man denn so verrückt? Ich habe es gerade eben schon durchblicken lassen, und zwar müsst ihr für diese Achterbahn auch nach Australien, nach Queensland an die Gold Coast. Und ich glaube, das ist jetzt gar nicht so schlimm. Die Gold Coast ist ganz nett. Und da befindet sich der Freizeitpark, die Warner Brothers Movie World, das Original Warner Brothers. Und was es da so gibt und wie der Park ist und die Geschichte hinter dem Park und wie sich dieser Park woraus entwickelt hat, verlinke ich euch gerne hier unser Video. Wo wir vor Ort waren, dann nehmen wir euch durch den ganzen Tag mit, haben auch einen Blog mit der Geschichte zum Park mit drin. Aber wir wollen ja heute über Superman Escape sprechen, und die Bahn hat eine Story, und eine coole Story sogar. Wir befinden uns in der MRT, in der Metropolis Rapid Transit, und das ist die U-Bahn von Metropolis, was ja die fiktive Großstadt aus den DC Comics ist und damit auch die Heimat von Superman. Und wir befinden uns dort drin, und dann gibt es eine Warnung vor Erdbeben und einem kommenden Erdbeben. Und wir müssen ganz schnell die nächste Station erreichen, die nächste U-Bahn-Station, um uns in Sicherheit zu bringen. Auf den Weg dorthin gibt es natürlich eine Gasexplosion, es gibt einen Wassereinbruch in den U-Bahn-Schacht und sogar ein Auto stürzt in den U-Bahn-Schacht. Das alles passiert auch wirklich, und man sieht es auch wirklich. Das Auto sieht man auf dem Video von mir leider nicht wirklich, weil die Kamera unter dem Brustgurt gefangen war und das ziemlich weit links war, aber man kann seinen Kopf drehen und dann sieht man das Ganze. Aber der ganze U-Bahn-Schacht bricht in sich zusammen, wir kommen auch zum Stehen und sind natürlich in höchster Gefahr, und dann kommt Superman und die Stimme von Superman erklingt und wir werden gewarnt, okay, wir müssen jetzt hier raus, er muss uns retten. Packt die Köpfe hinten an die Kopfstütze, und es muss schnell hier rausgehen. Es muss Superman schnell hier rausgehen. Und Superman schiebt uns dann den U-Bahn-Zug, vertreten durch den Achterbahnzug, nach draußen. Wir starten noch in der Halle und dann geht es raus. Don't worry, folks. There's only one way out of this mess. Heads back. I'll
push you out of here. Fast. Superman fast. Und das ist der Moment, wo wir dann zur Fahrt kommen. Die Fahrt beginnt, wie gesagt, in der U-Bahn-Station und hat erstmal einen sogenannten Dark Ride Part. Also wir fahren durchs Dunkle, durch diese Szenerien, wo mit verschiedenen Spezialeffekten die Story, die ich euch gerade genannt habe, quasi vorgegaukelt gespielt wird und man die selbst miterlebt. Der ein oder andere, der vielleicht schon ein paar mehr Achterbahnen gefahren ist, war vielleicht mal in einem Legoland und ist dort einen Dragon gefahren. Man kann das so ein bisschen den Anfang vergleichen, diesen Dark Ride Part. Mit Reibrädern geht dann irgendwie durchs Dunkle und an verschiedenen Szenerien vorbei. Hier ein bisschen, ja, endzeitstimmiger als vielleicht in einem Legoland. Und dann werden wir halt auch symbolisch richtig von Superman aus dem Gebäude rausgeschoben, denn Superman hängt als Figur hinten am Zug dran und fliegt dann mit, wenn wir unterwegs sind. Der Abschuss ist super intensiv und das kann man sich, glaube ich, auch denken, wenn wir von 0 auf 100 km/h in 2 Sekunden kommen, dass es da so ein bisschen Druck gibt, damit das Ganze auch funktioniert. Und aus der Halle raus, die ziemlich hell ist, geht es dann auf den sogenannten Top Hat, der auch den höchsten Punkt der Bahn markiert mit 40 Metern. Der wird so gerade überfahren. Wir kommen mitten im Park quasi aus, denn Superman steht quasi direkt hinterm Haupteingang, wo es dann auch einen großen Brunnen gibt. Und da befindet sich quasi auch die ganze Bahn. Nach dem Top Hat geht es in so einem leichten Rechtsknick nach unten und ganz unten angekommen gibt es bodennah eine sehr langgezogene Rechtskurve. Das ist eine sehr intensive Fahrt und die geht auch nach oben wieder und wechselt dann die Richtung. Es ist quasi wie so ein Twisted Airtime Hill und wir drehen nach links und es geht wieder nach unten, dann aber richtig Warner-like ins Gebäude rein. Durch die Wellblechwand. Das ist ja so ein bisschen auch so ein Warner-Ding. Man macht eine kleine Kurve überhalb des Abschussbereiches. Das alles befindet sich auch überhalb der Warteschlange und Station von Superman Escape. Und es geht natürlich auch wieder nach draußen in einer langen Linkskurve und dann wieder hoch über einen Airtime Hill mit einem Richtungswechsel. Und es geht wieder nach unten und danach geht es dann halt 180 Grad rechts rum und hoch in die Schlussbremse. Also es ist wirklich sehr kurz und ich bin auch kein Freund davon, wenn so oft geschrieben wird, dass Achterbahnen viel zu kurz sind. Hier ist die Fahrt halt wirklich schon relativ schnell vorbei und man hat halt sehr viel Strecke, aber trotzdem im Inneren gemacht mit dem Dark Ride Part und dem ganzen Story-Ding und man wird ja auch nur eben gerettet. Im Gesamten passt das irgendwie. Es ist gar nicht so viel zu kurz. Im Gesamten macht das schon Sinn und passt. Aber wirklich so ein paar Meter mehr hinten dran hätten Superman Escape auf jeden Fall nicht geschadet, weil es halt auch cool ist und wieder erwartend gut fährt und Spaß macht einfach. Nach dem Break Run folgt nämlich auch noch der Ausstieg. Es gibt getrennten Ein- und Ausstieg. Das finde ich immer ganz cool, wenn du dann im Einstiegsbereich bist und ein leerer Zug reingefahren kommt. Hat immer noch mal so einen anderen coolen, speziellen Effekt. Und ja, das war dann auch die Fahrt. Superman Escape fährt sich gut, sieht gut aus, ist irgendwie oldschool und trotzdem immer noch modern und hat einfach Storytelling meiner Meinung nach perfektioniert. Die Idee und die Story hinter der Bahn wird erzählt bei der Fahrt mit der Bahn und man versteht sie. Also wenn ich die jetzt richtig wiedergegeben habe, dann habe ich sie auch verstanden. Weil nachlesen auf der Homepage kann man es leider jetzt nicht, das machen andere Parks manchmal ein bisschen besser. Aber es ist eine richtig gute Achterbahn, die jetzt 20 Jahre alt ist und bei mir auf jeden Fall sehr lange, sehr weit oben auf der Bucketlist stand und eine Bahn, die ich unbedingt mal fahren wollte und wirklich, ja, macht einfach Spaß, ist einfach cool, einfach besonders und außergewöhnlich. Oder was denkt ihr über Superman Escape in Warner Bros. Movie World?